Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Heldencode aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wo der Hass herkommt. Erzählt mir. Fragt den Experten und erzählt's mir. Welcome to the GCN show. Coming up this week, what causes road rage between cyclists and drivers? We asked a transport historian and he's managed to make sense of a very chaotic situation. We've also got seismic transfers in the US crit scene. No one paid for all that, Haribo. Some strange new core exercises being promoted. Modene Goldberg, es ist leider genau andersrum und das ist sehr spannend. Radfahren ist nämlich im Gegensatz zu Autofahren ein Anrecht, was man hat. Deshalb können Ordnungsbehörden, und das ist sehr spannend, Menschen im Gegensatz zu dem Autofahren das Fahrradfahren zum Beispiel nicht verbieten. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil Radfahren oder das Fahrrad als Gemeingebrauch rechtlich eingestuft wird. Deswegen gibt es auch die Sonderregelung, dass du dein Fahrrad zum Beispiel überall abstellen kannst, im Gegensatz zum Auto, wo das eben nicht der Fall ist. Und außer natürlich auf Privatgrundstück. Privatgrundstück ist natürlich wieder eine andere Geschichte, aber auch zum Beispiel diese Schilder da auf öffentlichem Grundstück, dass man da keine Fahrräder abstellen darf, das ist rechtlich nicht zulässig. Du kannst dein Fahrrad jederzeit überall abstellen und du kannst Menschen auch nicht verbieten, mit dem Fahrrad zu fahren. Selbst wenn sie ihren Führerschein verlieren, dürfen sie auch weiter mit dem Fahrrad fahren, denn Fahrradfahren ist ein Gemeingebrauch. Und das ist spannend, dass es wirklich rechtlich komplett anders eingestuft wird, im Gegensatz zu anderen Mobilitätsarten, wie zum Beispiel das Autofahren. Aber das nur am Rande. Also es gibt faktisch ein Recht auf Fahrradfahren. Nämlich rechtlich, weil es nämlich Gemeingebrauch ist. Aber wir waren jetzt nochmal ein Stückchen zurück. Huch, nee, das ist jetzt der falsche. Jetzt bin ich immer noch im falschen Bildschirm hier. So. Very chaotic situation. We've also got seismic transfers in the US crit scene. No one paid for all that, Haribo. Some strange new core exercises being promoted in the World Tour. And potentially the end to GCN presenters getting dehydrated. Can't find the oasis. I've had to stop under the shade. Yeah, although I do have to say, Dan worked that one out years ago. I've had at least 8 mineral waters myself. I've had at least 8 mineral waters. Worum geht's hier? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Worum geht das Intro hier? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin äußerst verwirrt. Sind wir jetzt in einem Werbeblock gefangen? Sonst überspringen wir gleich das Intro mal. Das ist ja furchtbar. Ah, okay. This week in the world of cycling, we learned that the bike industry crisis is deepening. Legendary mountain bike brand Orange have gone into administration and the administrators who were called in... Okay, wir überspringen den komischen Werbepart hier einmal. Das ist ja eine Katastrophe, was auch immer das da ist. Um Gottes Willen. Do love a planking competition. Finally, we learned this week why there is so much anger felt by drivers towards cyclists following a brilliant article on the GCN website. James Howell-Jones interviewed a transport historian, Peter Norton, who's an associate professor at the University of Virginia and author. In the following interview, explains how aggressive driving is the result of design, why its roots are deeply embedded and the history behind this, and what can be done to rectify it. A lot of what looks like aggressive driving, and really is aggressive driving, isn't merely the result of a driver who is impatient or entitled. It's also the reflection of an environment that is saying, not in words, but in design, that this space is for you, the driver. This space is designed for you to meet your needs and to make it possible for you to drive, and not just drive, but drive fast, without having to pay a lot of attention. Es ist ja genau das, was wir jetzt gerade eben in dem Video davor gehört haben, mit den
Standards, die eingehalten werden sollen. Wenn ich, und das hat er ja im Grunde ja vollkommen recht, wenn ich die Infrastruktur optisch so darstelle, dass ein indirektes Gefühl aufkommt, dieser Bereich hier ist nur für mich gedacht. Und das haben wir in Deutschland ja auch ganz viel, obwohl die Rechtslage im Grunde ganz anders ist. Denn Paragraph 2 der Straßenverkehrsordnung schreibt auch Radfahrenden ganz klar vor, dass sie auf der Fahrbahn fahren müssen. Sobald ein Radfahrer oder eine Radfahrerin Paragraph 2 der Straßenverkehrsordnung eben befolgt. Und das ist ja auch das, was Autofahrerinnen und Autofahrer immer Radfahrerinnen und Radfahrern vorwerfen, dass denen die Verkehrsregeln ganz egal sind. Aber wenn ich in Paragraph 2 der Straßenverkehrsordnung reinschaue, wo drin steht, Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen, von 2 Fahrbahnen die rechte, dann ist das auch wieder falsch, weil nämlich wir durch unsere Infrastruktur, durch die Anlage unserer Infrastruktur so über Jahrzehnte den Eindruck vermittelt haben, dass die Fahrbahn an sich nur für Autos da ist und alle anderen Leute gefälligst gucken sollen, wo sie dann bleiben. Und was eigentlich ja auch überhaupt nicht entsprechend der Rechtslage ist im Grunde. Weil die sagt genau was ganz anderes. Die sagt durch Paragraph 2 der Straßenverkehrsordnung nämlich ganz klar aus, dass auch Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Fahrbahn fahren müssen. Und wenn ich das natürlich optisch nicht darstelle, dann habe ich natürlich in den Köpfen ein Problem. Now that's a signal to a driver that driver can therefore pay less attention, go faster, and even it's an invitation even to feel annoyed at having to slow down for a cyclist or a pedestrian, because that cyclist or pedestrian's use of the street appears contradictory to what the design is saying. The design is saying this place is for you, the motorist, to drivers. Now, there's another aspect of this that may be even tougher, and that aspect is the fact that generations have now grown up learning that the street is for automobiles, to the point that you'll find pedestrians often where they have the right of way refusing to exercise the right of way merely because they've been so successfully trained that the street is always for the motorist. Das ist genau das, was ich am Anfang des Streams schon gesagt habe, als wir über die aktuelle Schneesituation gesprochen hatten, dass selbst jetzt da, wo Geh- und Radwege so komplett vereist sind, dass es absolut gefährlich wäre, sich darauf zu bewegen, und direkt 2 Meter weiter links davon ist eine freie Fahrbahn, dass die Radfahrerinnen und Radfahrer da immer noch so drauf trainiert sind, sich selbst in Gefahr zu bringen und auf dem vereisten Radweg zu fahren, statt auf die sichere Fahrbahn zu wechseln. Und das ist absolut faszinierend, wenn man da mal jetzt gerade in den Winter gerade mal drauf schaut, wo einem das immer wieder begegnet, wo Leute unsicher, langsam, kurz vorm Stürzen auf dem vereisten Radweg unterwegs sind, wo jeder Mensch sagen würde, um Gottes Willen, was tust du da eigentlich? Sieh zu, dass du auf den sicheren Bereich kommst. Aber das ist halt antrainiert leider. Ja, und Lako, auch da kann ich mich nur anschließen, Pauschalisierungen wollen wir hier allgemein nicht machen, sondern wir gucken uns immer Einzelfälle an. Ne, und alle Radfahrer sind rücksichtslos, ist genauso furchtbar oder genauso sinnlos zu behaupten, wie wenn ich sagen würde, alle Leute, die im Auto sitzen, wollen Radfahrer ärgern und umfahren. Das ist auch der absolute Quatsch. So, es geht einfach um Einzelfälle in dem Fall, die man sich gesondert angucken muss. So that's a deep psychological effect. It reminds me very much of something that I've heard Germans say about the Berlin Wall, where after the wall went down, they would say, well, the physical wall is down, but the wall in our minds is still there. And so this is a wall in the minds of drivers. It's a wall in the mind of cyclists and the wall in the mind of pedestrians. And ja, das ist spannend. Ich habe es letztes Mal auch wieder erlebt, und das ist auch nur anekdotische Evidenz, aber das ist halt was man selber erlebt hat, was einem dann wieder komisch vorkommt. Ich war in einer Tempo-30-Zone unterwegs, oder Tempo-30-Straße unterwegs, war, glaube ich, eine Zone, und vor mir war ein Fußgängerüberweg. Und ich bin natürlich
vom Fußweg vom Fußgängerüberweg angehalten, hab die Fußgängerinnen und Fußgänger rübergehen lassen und die haben sich bedankt und sind möglichst schnell dort rübergelaufen irgendwie, damit ich irgendwie weiterfahren kann, wo ich mir dachte eigentlich, sag mal, ihr seid da zu viert unterwegs, ich sitze hier alleine, sag mal, wieso entschuldigt ihr euch nur, weil ihr mich jetzt irgendwie aufgehalten habt? Wir sind doch alle gleichberechtigte Menschen, das ist ein Fußgängerüberweg, natürlich, ihr habt das gute Recht darauf, dort in Ruhe rübergehen zu dürfen und zu können. So, aber auch da wieder ist das irgendwie so antrainiert, dass man da den Menschen, die im Auto oder auf dem Fahrrad unterwegs sind, die da die Stärkeren sind, die Privilegierteren sind, die, wofür die Fahrbahn ja da ist, Straße ist der falsche Begriff, die Fahrbahn ja da ist, dass man denen irgendwie auf die Nerven ging oder die ausgebremst hat. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Aber es ist halt so, auch in Fußgängerinnen und Fußgängern so antrainiert, und das ist halt wirklich, wirklich so schade. Undoing that is a tougher task. I think you're seeing the hostility that you always see whenever human beings have to compete for the same essential resource. Modonay, hast doch gefragt, ob du dich hier als überzeugter Autofahrer auch mit einbringen kannst. Natürlich kannst du dich faktisch immer sehr gerne einbringen, aber jetzt so eine alberne Frage zu stellen, ob Fußgängerinnen auch über einen Fußgängerüberweg gehen dürfen, ist. Also dann bring dich bitte sinnvoll ein, aber jetzt irgendwie sich darüber zu amüsieren, echauffieren oder ähnliches, das sollte auch eigentlich über deinem Niveau eigentlich sein. Hoffe ich mal zumindest eigentlich. Diskutier doch bitte sinnvoll mit und mach dich nicht über die Aussprache oder die Formulierung anderer Menschen lustig. Sollte man allgemein nicht tun. Jeder darf doch so reden, wie er das möchte. Und sag mir jetzt nicht, ja genau, du bist durcheinander gekommen. Ich wollte gerade sagen, sag mir jetzt nicht, du hast das jetzt irgendwie falsch verstanden. Also dann hältst du, ich glaube, alle anderen für dümmer, als sie eigentlich sind. Und das fällt am Ende nur auf dich selber zurück, weil du dich dann wirklich jetzt zum Affen machst so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, eher traurig. Sollte man nicht tun. Na, man sollte sich immer vernünftig kommunizieren. So if food is scarce, people fight over food. If fresh drinking water is scarce, people will fight over fresh drinking water. Well, if safe, usable street capacity is scarce, people will fight over that too. And in that spirit, it's very interesting, and people have really forgotten this, that the original conflict involving cyclists in streets was between cyclists and pedestrians. There was incredible antagonism, especially in the 1890s, between cyclists and pedestrians. And there was constant discussion in the newspapers about reflecting real anger between these two groups, because that was where the competition for the shared space was intense. Well, that kind of competition is what we're seeing now between cyclists and drivers, and relieving it will take making sure that cyclists have safe places to cycle, because what we're really seeing here is the legacy of a traffic engineering judgment that the bicycle is a vehicle and that it belongs in the street, while at the same time the street is to be designed to meet the driver's needs, not the cyclists. This is why, for example, we expect a cyclist to come to a full stop at every stop sign, even if they're, they have some momentum, they're going on an upgrade, they still have to stop, which is very costly on a cyclist. And the reason why that cost is totally disregarded is that the stop sign decision was made by people thinking only of drivers. So when we have streets where the design has the cyclist in mind from the beginning, and where the space is allocated such that the cyclist has a safe place to bike and the driver is accommodated, that conflict can subside. That's not a hypothesis, that's a fact, because we have seen that in those places where those conditions actually have been met, most remarkably, of course, in the Netherlands. Many of your listeners will have heard of the idea of the traffic pyramid. Imagine a triangle, and we put at the top of the triangle the transportation modes that we prioritize, the ones we favor most. Yep. We put at the bottom of the triangle those modes that we disfavor. And the traffic pyramid of a century ago
had walking at the top, cycling and trams came a little below that, and drivers were at the bottom. That pyramid was reversed. So we're talking there for about revolutionary change, not evolutionary change. I think the lesson we take from that historical example is that evolutionary change today will not be sufficient. In other words, our task is not to make the inverted traffic pyramid work, but rather to restore the traffic pyramid to its original orientation by inverting the orientation that it has now. Ja, genau. Und das, faktisch ist das genau richtig. Aber wenn man das machen wollen würde, und das wird nötig sein, dass man das auch wieder tut, wird das natürlich gewisse Verdrängungsängste hervorrufen. Das ist ganz klar. Und man sieht das ja jetzt schon größtenteils, die Politik und die Wissenschaft hat das ganze System ja im Grunde verstanden, dass wir auch nicht nur aufgrund von Sicherheit, sondern auch aufgrund von Klima- und Umweltschutz und ähnlichem, Verkehrstoten und so weiter und so fort, andere Mobilitätsformen wieder stärker in den Vordergrund bringen müssen. Und klar, man sieht das immer wieder auch an Situationen, wenn gewisse Straßenzüge umgebaut werden sollen, wo dann natürlich so, Modene, ich glaube, du möchtest hier nicht wirklich mitdiskutieren. Du willst nur rumtrollen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach das doch bitte woanders. Manche Leute haben einfach nichts zu tun. Wir müssen einfach jetzt mittlerweile mehr dazu hinkommen, dass wir die Verkehrsarten und die möglichst wenig andere Leute in Gefahr bringen und die unser Klima und unsere Umwelt nicht in Gefahr bringen, die unsere Lebensqualität in den Straßen nicht in Gefahr bringen, dass wir die stärker wieder in den Vordergrund bringen, indem wir die sozusagen empowern, dass man die stärker nutzt. Und wenn nun mal der Platz, der zur Verfügung steht, begrenzt ist, gibt es einen Verteilungskampf, ganz klar. Und sobald eine Straße umgebaut wird und entsprechend die Mobilitätsform, die wir ja gerade gesagt haben, die wir stärker wieder in den Vordergrund bringen wollen, mehr Platz bekommen, müssen andere Mobilitätsformen weniger Platz bekommen. Das ist faktisch nicht anders realisierbar, außer wir beamen die Häuser zur Seite irgendwie und haben dann mehr Platz. Das wird nicht möglich sein. Und das bedeutet, dass natürlich dann, wenn jetzt Umbaumaßnahmen gemacht werden, wo Fahrstreifen wegfallen, wo Abstellmöglichkeiten für Autos wegfallen, einfach um Platz zu schaffen für die nachhaltigeren Mobilitätsformen, für die sichereren Mobilitätsformen, dann wird es Leute aggressiver machen. Das ist leider einfach so. Und da ist nur die Frage, wie geht man damit um? Wie versucht man das möglichst einzuhegen? Aber vielleicht kommt es in dem Video ja nochmal vor. The number one blocker right now is the people who have a business interest in keeping the pyramid where it is are fighting hard to keep it that way. There is a lot of money to be made selling battery electric passenger cars. And there's a lot more money to be made doing that than in, say, promoting walking, which is not a very profitable enterprise, or even promoting cycling. Cycling, of course, is a little more profitable, but nothing compared to selling a passenger car with a battery. And because of that business interest, the most conspicuous, the most visible, the most prominent images of the future that we have to get to do not show us people walking everywhere, cycling everywhere, or taking trams and buses everywhere. They show us people often alone in a passenger car with a battery. Wow, in part both inspiring, and it feels like the solution is at least a simple one, even if the task is monumental. Yeah, Professor Norton was ultimately optimistic though. He likened the current situation on the roads to 1960s tobacco firms who well knew the risks associated with their products, but who continued on regardless until public opinion and that of governments, crucially, began to sway against them. True. Now, far fewer people smoke, and given the stats about road safety and the climate emergency, few people can ignore the issues caused by car-centric cultures. Well,
we are collectively doing quite a good job of it, aren't we? Ignoring the issues. There was some. Ja, darin sind wir Weltmeister. Aber die Menschheit allgemein ist darin Weltmeister. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Das sehen wir im Klima- und Umweltschutz. Das sehen wir gerade, wenn es darum geht, diese auch einzuhalten. Und die Wege dahin, die nun mal wehtun in einigen Bereichen. Und jetzt, wo es mehr wehtut, als hätten wir vor 20 Jahren schon angefangen, neigt der Mensch eben dazu, das Ganze noch weiter abzublocken und in eine Trotzhaltung zu verfallen, was wir dann auch in den aktuellen Strömungen in der Politik aktuell feststellen. Really chilling news coming from a team of researchers from Belgium last week. Okay, so they quantified the risk factors associated with certain attributes of cars, right? So including the weights of the cars, power, age, and so forth. And there are some stats from that research that are really relevant to pedestrians and cyclists. For example, if a pedestrian or a cyclist is hit by a pickup truck, for example, rather than a small car, their risk of fatal injuries increases by 200%. Wie viel? 200%. Ja, es ist das gleiche wie Geschwindigkeit, potenziell, exponentiell mehr Leute tötet. Der Weg von 30 zu 50 bei einem Unfall, was die Todesfolge angeht, ist exponentiell hoch. Und das ist natürlich dann auch bei dem Fahrzeug so. Aber 200%? Boah, das ist eine Menge. Small car, their risk of fatal injuries increases by 200%. That's absolutely mind-blowing, isn't it? To think that, like, people buy a pickup truck because it's a lifestyle thing, basically. But actually, if you're in an accident, you're 200% more likely to kill someone that you hit. Yeah. I mean, that is staggering, isn't it? And even seemingly subtle things like the bonnet/hood height. So if you get hit by a vehicle whose hood is just 10 centimetres higher than the average bonnet height, the risk of death increases by 30%. 10 Zentimeter. It's mad how we've gone down this road. 10 Zentimeter. Das ist nicht viel. 30%. Da stellt sich die Frage, warum erlauben wir sowas überhaupt noch? Wenn es um Sicherheit geht, ne? Wahnsinn. Yeah. Well, the worst bit is the cars are just getting bigger and bigger too, and more powerful, which seems crazy that it's allowed. Well, it does really. Ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Das ist eigentlich verrückt, dass wir sowas heutzutage noch erlauben, ne? Obwohl wir es eigentlich besser wissen. Yeah, when the statistics are that stark. Yeah, the answer has to be some kind of legislation to protect drivers as well as a segregated cycle lanes to protect bike riders. Yeah, well, that's it. Yeah, because what we didn't say is that the stats for other car drivers, little car versus big car, I mean, it's similarly stark. I mean, the good thing, I guess, is that phrase, what is it? Build it and they will come. I mean, that is true, isn't it? The website, the Riot Act, had a cool little story last week about how Canberra in Australia has slowly become the cycling capital, as well as the actual capital of that country. They got their first bike path there, apparently, in 1973, despite having very few cyclists. Now they have over 1,000 kilometres of bike paths, and that original one had to be widened in 2014 to cope with the number of daily users. Which is great, isn't it? I often feel like it's only cycling utopias like the Netherlands or Denmark that manage this incredible transformation from car-centric to bike-centric. But it can be done, and it's important to remember that it is being done. Yeah. What do you think, though? Let us know down in the comment section below. Get involved in the debate. Yeah. I'd be interested to know whether people think that Professor Norton has hit the nail on the head here. Because certainly when I read the article on the GCN website, that was my perception. I was like, oh my God, he has just made sense of all of this. But lots and lots of different opinions out there about the situation on the roads. So get involved. I'd be super interested to read it. And now it's time for cycling shorts. It's now time for cycling shorts. Okay, ich glaube, das ist im Grunde auch alles zu dem Thema schon gewesen. Jo, sieht ganz danach aus.
Do you remember all the places we went, the spaces we